Hallo, auch diese Woche begrüße ich alle Modellautobegeisterte bei der Model Car World. Wir stellen Ihnen auch diese Woche ein schönes 1:18 Modell vor, eine totale Neuheit, die im ersten Quartal 2025 erscheinen wird. Letzte Woche haben wir den Ford Mustang gezeigt. In dieser Woche kommt das Modell aus Frankreich. Es ist der Peugeot 205 als Viertürer oder Fünftürer, je nachdem, wie man sieht. Mit den 3 Farben können wir schön die französische Flagge nachstellen. Ja, wie kam es zu dem Modell? 1983 war die Vorstellung im Februar und das Modell startete gleich mit vielen Preisen, bevor im September dann die ersten Modelle ausgeliefert wurden. Goldenes Lenkrad, Auto des Jahres, Kleinwagen des Jahres. Der 205 hat so ziemlich alle Preise abgesahnt. Wenn man aus heutiger Sicht so den Start Revue passieren lässt, muss man sagen, es war der Erfinder des Fünftürers im Kleinwagenbereich. Ford Escort, Golf, Opel Kadett, alle gab es schon als Fünftürer, aber so die kleinen, Fiesta, Corsa, waren alles bis dahin reine Dreitürer. Und dann kam Peugeot 1983, damals schwer in der Krise, zerrieben zwischen Konzernpartner wie Talbot, Chrysler. Der Weg ging zickzack. Man wusste nie, wie lange wird es Peugeot noch geben damals. Es war in einer schweren Krise. Und man investierte alles, was man hatte, in die Entwicklung eben dieses 205. Und man kann sagen, er hat dann auch die Marke Peugeot gerettet. Das Modell hat sich 5,2 Millionenfach verkauft. Allein in Deutschland waren es über 400.000, die sich in der Zeit von 83 bis 99 verkaufen konnten. Wir sehen hier als typischen Vertreter, wie gesagt, den Fünftürer. Die Nomenklatur, die Fahrzeugbezeichnung sagt, die Fünftürer fingen alle mit einem G an und die Dreitürer mit einem X, war das glaube ich, genau, XS und XT. Die Fünftürer alle mit G, Ausnahme natürlich der GTI, der ein Dreitürer war, der später kam, hat alles durcheinander gebracht, aber der Fünftürer GR mit der besseren Ausstattung, GL die ganz einfache Ausstattung oder dann GT die sportliche Ausführung. Motorisierung war damals überschaubar, aber ausreichend, 50, 60 oder eben 80 PS. Und ja, es gibt ein größeres Facelifting, was erfolgte, aber das Modell hier zu erkennen an den Rücklichtern, zu erkennen an den Radkappen und so weiter, ist ganz klar die erste Variante vor dem Facelifting. Ich sprach gerade den GT an mit 80 PS. Der hatte andere Stoßstange, andere Felgen, aber hier kann ich mal einen Prototyp zeigen. Ein sogenanntes Urmodell, auch die GT-Felgen, die leichte verspoilerte Frontstoßstange. Ist alles in der Entwicklung, wird ein halbes Jahr später auch nochmal als weitere Variante kommen und die einfache GR- und GL-Ausstattung ergänzen. Ja, ich sagte schon, erstes Quartal 2025 rechnen wir noch mit der Auslieferung. Unverbindliche Preisempfehlung wird 64,95 sein. Modell ist nicht aus Resin. Man hört es ist ein Diecast-Modell in der bekannten stabilen Art. Hersteller ist die Firma XO, die die Modelle exklusiv für die Model Car World gemacht hat.
Ich persönlich freue mich sehr drauf. Genau das ist meiner, den ich damals hatte, als GR mit dem 60 PS Motor. Leider nicht sehr lange am Fußgängerüberweg. Ich habe gebremst, der hinter mir nicht. Danach wurde es ein weißer Peugeot 205 Diesel. Wie gesagt, ich freue mich sehr auf das Modell, Sie hoffentlich auch. Ich sage Tschüss und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Woche.